Rund 2,5 Wochen nach dem Amoklauf bei den Zeugen Jehovas in Hamburg hat die Glaubensgemeinschaft der 8 Todesopfer gedacht. Nach Angaben der Zeugen Jehovas nahmen mehr als 3.000 Gläubige an einer Trauerfeier in der Alsterdorfer Sporthalle in Hamburg teil. Neben Angehörigen und Überlebenden seien mehr als 50 Hamburger Gemeinden sowie Vertreter aus Behörden und Politik eingeladen worden, unter ihnen auch Hamburgs erster Bürgermeister Tschentscher. Und Benedikt Scheper ist für uns bei der Trauerfeier in Hamburg. An der Feier der katholischen und evangelischen Kirche vor einer Woche hatten die Zeugen Jehovas ja nicht teilgenommen. Sie machen heute ihre eigene Veranstaltung. Wer darf denn an dieser Feier teilnehmen? Ja, an dieser Veranstaltung nehmen Zeugen Jehovas aus ganz Deutschland teil. Insgesamt, Sie haben es ja eben schon gesagt, mehr als 3.300 Menschen sind hier hinter mir im Saal in der Alsterdorfer Sporthalle. Es ist auch jemand vom höchsten Gremium der Zeugen Jehovas aus dem Staat New York, von der Weltzentrale extra angereist, um sich hier an die Angehörigen zu wenden. Darüber hinaus sind aber auch Rettungs- und Einsatzkräfte vertreten. Hamburgs erster Bürgermeister ist dabei, die Präsidentin der Bürgerschaft und auch Ärzte, die sich um die Verletzten gekümmert haben, die hier bei dem Amoklauf vor 2,5 Wochen eben stark verletzt wurden. Wie läuft diese Trauerfeier ab? Was ist da vorgesehen? Die Trauerfeier gliedert sich in 2 Teile. Einen ersten religiösen Teil, da geht es, das haben wir eben schon gehört, um Dank gegenüber den Rettungskräften. Es geht um ein Gebet, um Musik, auch um 2 Gedenkansprachen, die hier einmal von dem Vertreter aus New York, aber auch von einem anderen Mitglied hier aus Deutschland vorgetragen wurden. Und es sind bei diesen beiden Ansprachen auch nochmal Details zu der Nacht des Amoklaufs bekannt geworden, unter anderem als die Namen der Opfer hier vorgelesen wurden. Das war sehr emotional, denn es wurde gesagt, dass eines der Opfer beispielsweise in der Nacht, als der Amokläufer in den Tatort eingedrungen ist, in den Königreichssaal in Alsterdorf, das Licht ausgeschaltet haben soll, um den Täter möglicherweise zu verwirren. Der zweite Teil ist ein politischer Teil. Nun wird hinter mir gerade angefangen zu singen, wie Sie hören können. Ich werde trotzdem mal versuchen, weiterzusprechen. Der zweite Teil ist der politische Teil. Dort werden gleich der erste Bürgermeister Peter Tschentscher und die Präsidentin der Bürgerschaft Carola Veit eine Rede halten. Und Peter Tschentscher wird auch ein Grußwort des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier verlesen. Ist ja schon bekannt, was in dem Grußwort des Bundespräsidenten steht? Ja, wir haben das Grußwort schon vorab bekommen. Frank-Walter Steinmeier drückt darin sein Beileid den Hinterbliebenen aus. Er sagt, die Tat führe an die Grenzen des Verstehens. Sie hinterlasse nichts als Trauer, Verlust und Zerstörung. Und er sagt aber auch ganz klar, und das ist sicherlich ein wichtiges Signal für die Zeugen Jehovas in Deutschland, immerhin 170.000 Menschen sind das in Deutschland, dass diese Tat eben nicht nur die Zeugen Jehovas angehe, sondern so wörtlich, dieses Unrecht betreffe uns alle. Jetzt ist die Tat ja gut 2 Wochen her. Wie gehen die Mitglieder der Gemeinde seitdem mit der Trauer und mit der Tat um? Ja, ich hatte eben, bevor die Trauerfeier begonnen hat, die Möglichkeit, mit einem Paar zu sprechen, das in der Tatnacht zum Tatort geeilt ist, um seelsorgerisch tätig zu sein und die selbst leider 2 Bekannte bei diesem Amoklauf verloren haben. Und sie haben mir vor der Trauerfeier gesagt, dass für sie eben nicht mehr die Tat im Vordergrund stehe, sondern es gehe jetzt wirklich nur und ausschließlich um die Unterstützung der Hinterbliebenen und ja auch der 9 Verletzten. Teilweise sind die Leute ja schwer verletzt worden. Also für sie geht es um Trauerbewältigung und sie haben sich auch nochmal ausdrücklich bedankt, weil die Zeugen Jehovas auch international ihnen wirklich sehr viel Anteilnahme haben zuteil werden lassen. Benedikt Scheper, Dankeschön nach Hamburg.